Ich bin geboren in ein Spital, das jetzt ein Kunstmuseum ist, aber ich nehme mal an, dass ich als Baby nichts davon gespürt habe. Aber die erste bewusste Erfahrung war im Matisse-Museum in Nice, wo ich die Cutouts von Matisse gesehen habe, Spätwerk, eigentlich nur Form und Farbe und das Gefühl hatte, es öffnet neue Türen in meinen Kopf oder es gibt so eine Erweiterung des Denkens und das war wirklich erstaunlich, das Gefühl. Wir denken oft, dass Kunst nur mit Schönheit zu tun hat oder Trost oder Eskapismus, irgendwo ein Refugium, wo man sich zurückziehen kann aus der Welt. Aber eigentlich ist der Impact viel komplexer und vielfältiger. Es fängt damit an, dass oft eine erste Begegnung mit Kunst ohne Wörter ist. Noch bevor man sich bewusst einen Gedanken formuliert, erfahrt man, dass das Denken beweglicher wird. Es öffnen sich neue Perspektiven. Die Emotionswelt wird lebendiger. Und es hilft uns auch, Emotionen irgendwo stärker zu erfahren, zu überarbeiten, auch zu regulieren, was natürlich wichtig ist für unsere psychische Gesundheit. Daneben hat es auch wirklich einen Effekt, das bewiesen ist, auf den Körper. Es senkt den Hormonstressspiegel, die innere Anspannung lässt nach, man hat ein Gefühl von körperliches Wohlbefinden, ein Moment von innerer Ruhe, was entspannt. Und was ich selber auch sehr schön finde, ist, Kunst wirkt auch auf unser soziales Leben. Wenn man gemeinsam Kunst anschaut, dann reduziert das die Einsamkeit. Und Einsamkeit ist noch immer ein sehr hoher Risikofaktor, wenn man denkt an kognitiven Abbau oder seelische Erkrankung. Kunst hat tatsächlich eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und das sage nicht nur ich als Museumsdirektorin, das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im 2019 mehr als 900 Studien kombiniert und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Es ist messbar bewiesen, dass Kunst einen Effekt hat auf unser Körper, auf unsere Seele, dass es uns einfach befördert in unseres Wohlbefinden. Und das bleibt auch nicht nur bei Theorie. Ein Beispiel ist, in der UK, in England, schreiben bestimmte Hausärzte schon seit über 20 Jahren ihre Patienten auch Kunst auf Rezept vor, wirklich buchstäblich. Das heißt Art on Prescription. Und wenn man eine chronische Erkrankung hat und eine psychische Herausforderung, kann der Arzt sich die Empfehlung geben, ein Rezept, um nicht nur Medikamente zu nehmen, aber auch ins Museum zu gehen, ins Theater, ein Konzert mitzuerleben, etwas zu gestalten, sodass dieser Impact von Kunst tatsächlich auch realisiert wird. Und das gibt es nicht nur in der UK, jetzt hier bei uns in der Schweiz, gibt es auch schon in Lugano, Neuchâtel, gibt es dort Pilotprojekte, die das Ähnliche versuchen. Lange hat man in der Museumswelt geglaubt, dass Museen vor allem ein Ding machen oder Kunstmuseen. Kunst bewahrend und sie präsentieren, sie zeigen. Jetzt wissen wir, dass alles eigentlich viel komplexer ist im positiven Sinne. Und unsere Frage ist heute nicht mehr, was zeigen wir, aber was bewirken wir und für wen. Im Kunsthaus wissen wir eigentlich schon seit längerer Zeit, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Kunst und Körper, Psyche, Gesundheit, dass es alles aufeinander wirkt. Und das hat sich oft gezeigt in unserer Ausstellung. Eine Gruppenausstellung wie Take Care, wo Kunst und Medizin, die Verbindung dazwischen ins Zentrum stand. Ausstellung mit Wolfgang Leib, ein ehemaliger Arzt, der jetzt Künstler ist. Oder Marina Abramovic, die wirklich glaubt, dass Kunst eine spirituelle Wirkung haben kann. Der Lydia Clark, die mit Kunst und Therapie gearbeitet hat. Jetzt wollen wir aber, dass es nicht bei Ausstellungen bleibt, aber dass wir darüber hinaus andere Initiativen entwickeln, die wirklich die Wirkung von Kunst im Zentrum stellen. Bestimmte Projekte oder Programme, Workshops gibt es schon längere Zeit im Kunsthaus, andere sind wirklich völlig neu. Und das Schöne ist jedes Mal, wenn tatsächlich so eine Begegnung stattfindet und man sieht, was für einen Effekt es auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat, dann denke ich, wow, es liegt noch viel vor uns, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir wissen, dass für viele Menschen es diese mentale Hemmschwelle gibt. Und es ist unsere Aufgabe als Museum, das immer wieder abzubauen oder das Umgekehrte zu zeigen, dass wir zugänglich sind, offen, für alle da und auf jeden Fall einladend sein. Wenn man eine körperliche Einschränkung hat oder vielleicht eine schwierige Lebenssituation, hat man das Gefühl, das Museum ist vielleicht nicht der Ort, wo man sein will. Und wir versuchen, das zu ändern.
Ein Beispiel sind unsere Führungen für Menschen mit Sehbehinderung. Dort werden Skulpturen und Gemälde durch Sprache eigentlich zum Leben erweckt. Und Formen und Farben werden ersetzt durch Wörter und Beschreibungen. Ab und zu erlauben wir sogar, dass man die Skulpturen anfassen kann, wobei die Hände dann zum Auge werden. Und das bietet neue Formen von Zugänglichkeit. Und umgekehrt lernt es uns auch als Museum, dass wir, um zugänglich zu sein, ab und zu auf die Menschen zugehen müssen, dass wir einfach wirklich neue Räume schaffen müssen, wo diese Begegnung stattfinden kann. Nicht jeder kann zu uns ins Kunsthaus kommen, aber Kunst kann zu jedem gehen. Und der Auftakt dafür haben wir in 2025 gemacht mit der Künstlerin Monster Chetwynd, in Austausch mit das KISPI, die Reha-Klinik für Kinder in Affoltern. Monster hat dort Workshops gestaltet für Kinder, mit Kindern. Und sie waren dort ans Basteln, ans Gestalten, einfach performative unterwegs mit ihr als Künstlerin. Und einen Moment lang war der Therapiealltag vielleicht verschwunden. Und sie waren nicht nur Patientinnen und Patienten, aber einfach junge Menschen, die Werke präsentiert haben mit Stolz, mit Energie, mit einem Lächeln ins Gesicht. Die stärksten Wirkungen entstehen oft dort, wo verschiedene Disziplinen und Wissensformen aufeinandertreffen, wenn man Wissen und Erfahrung aus Medizin und Kunst miteinander kombiniert. Ein aktuelles Beispiel ist das Projekt Connect. Es wurde vom Opernhaus initiiert und jetzt mit Kunsthaus und Tonhalle und anderen Partnern weitergeführt. Und dort laden wir Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose ins Museum ein, um zu tanzen, zu bewegen auf Live-Musik in einer Umgebung mit Bildern, mit Kunstwerken. Und das baut eigentlich auf verschiedene Studien auf, die bewiesen haben, dass wenn man eine neurologische Erkrankung hat und dann bewegt, positiv bewegt, dass es einen Impact hat auf das Wohlbefinden und auch auf das motorische Handeln. Und für uns als Museum ist es natürlich eine große Freude, wenn wir sehen, dass eine Erfahrung im Museum nicht nur ästhetisch ist, aber tatsächlich einen positiven Impact hat auf Körper und Wohlbefinden. Um die Expertise zu stärken und das Wissen zu vergrößern, wurde das Plattformnetzwerk Arts and Health initiiert, wo eigentlich unterschiedliche Kulturinstitutionen, Universitäten, Kliniken zusammenkommen, um auszutauschen und auch gemeinsame Initiativen zu entwickeln. Weil wenn wir diese Sache von Kunst, die Wirkung von Kunst tatsächlich ernst nehmen, sollen wir das auch in der Praxis umsetzen, aber auch theoretisch studieren. Wir wünschen uns, dass wir in Zukunft noch mehr bewirken können, weil es ist für uns kein Sonderprogramm, dieses Engagement, es ist kein Randphänomen, es ist wirklich Hauptsache. Was kann ein Museum sein? Was kann ein Museum tun? Wir wollen nicht nur ein Ort sein, wo man Kunst zeigt, sondern wo wir die Wirkung von Kunst auf so viel wie möglich Menschen ermöglichen. Und nicht nur für Menschen mit einer Diagnose, aber für die meist unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft. Für uns ist die meist entscheidende Frage nicht, wie viele Menschen waren da, aber wer war da und was hat sich für sie verändert.